eines der wohl am meisten geliebten bzw. gehassten Gewässer. Kuori mit dem immer gleichen Geschleppe und Rumgeziehe und Geteste, ob denn irgendwo was geht. Und ich glaube, es geht gerade wieder was. Also an beiden Routen gerade immer hinten ein bisschen was Lüttes wieder dran. Kuori lübt in den letzten Tagen mal wieder. Deswegen wieder so sehr gehasst. Und wegen den Barschen. Aber eben auch geliebt, weil hier schöne, dicke, fette Brocken reinballern können. Und einige hier ihre ersten großen Trophys ziehen können. Seeforelle, Seewarnforelle, Saiblinge, die werden halt gerne auch hier rausgeballert. Im Moment ist es so, dass einer der, ja, oder der populärste Köder, der Balsa 75 mal wieder läuft. Allerdings in einer anderen Farbe als üblich. Der knallgelbe, der Einser, der ist gerade dran. Na, guck mal, das sieht auch wieder gut aus. Das sieht auch gut aus. Lassen wir noch ein bisschen ziehen. Kriegen wir den? Ja, doch, kriegen wir so ran. Muss ich gar nicht jetzt hier in die Bremse gehen. Kann weiter schleppen. Da haben wir doch einen schönen Saibling. Dass man sieht, wie die immer nach unten schießen. Ne? Das ist halt der Punkt. Das macht das Ganze übrigens auch schwierig. Und das macht das Ganze halt auch schwierig für zu kleines Setup. Also hier nicht zu leicht rangehen. Besser nicht mit sowas wie dem Belaya-Setup hier hinstellen. Das höchstens mit kleinen Spinnern versuchen. Aber auch das kann schwierig und gefährlich enden. Denn verschleißtechnisch ist das der Hammer. Also mit dem Belaya-Setup hier. Alleine der Fisch von gerade, das wäre erstmal 5 Minuten Drill gewesen. Den kriegt man gar nicht so leicht gebremst. Ja, im Großen und Ganzen geht es schon bis jetzt ganz gut ab. Ich habe gerade einfach mal ein bisschen angefangen, ein bisschen probiert. Die Größen sind ganz okay. Wenn man hier so im 4-5 Kilo Bereich landet, ist es gut. Regenbogenforelle werden mehrere gerade gefangen schon. Und ich teste jetzt gerade. Ich habe erstmal hier angefangen, bin einmal hier so komisch quer rüber gebreddert. Halb beim Starten der ganzen Software hier und allem. Und ja, habe aber dann auch schon hier in dem Bereich ein bisschen was gefangen. Für mich eine der wichtigen Stellen tatsächlich auch hier dieser Bereich. Das heißt, ich werde jetzt zwar hier gleich einmal rumbreddern, werde dann aber auch mal hier lang fahren oder hier in dem Bereich vielleicht einfach mal ein bisschen Kreise drehen. Auch um das 4 Meter Plateau herum. Und wie gesagt, diese Linie hier immer mal wieder. Also es gibt so verschiedene Strecken. Natürlich hier das 13 Meter Loch, dass man das abfährt. Dann aber auch, wie gesagt, diese ganze Linie funktioniert immer mal wieder. Gerade hier auch an dem Campingplatz so vorbei. Da war auch gerade die Regenbogenforelle. Und dann, wie gesagt, aber auch hier dieser Bereich. Das gerne mal testen. Und natürlich klassisch, was man halt immer wieder sieht, um die Insel herum. Das sind so die wichtigen Strecken sozusagen. Letzten Endes kann man das Ganze hier aber auch von Land machen. Habe ich letztens nochmal ausprobiert. Kann man, glaube ich, wirklich gut machen, wenn man eine passende Route hat. Oder man stellt sich irgendwo hin, sagt dann, okay, nicht von Land aus, sondern irgendwie vom Boot aus. Und probiert dann sein Glück einfach vom Boot aus, stationär mit einer Route. Wenn man zum Beispiel nur einen von diesen Ködern hat. Die sind ja mit Gold zu kaufen. Ich glaube, von hier aus sieht man es gerade. Genau, da vorne, das ist der Shop am Kuori. Da vorne, ja genau, hier ist der Anleger. Und hinter dem Café sozusagen ist da hinten der kleine Shop. Da kann man diese Köder für Gold kaufen. Oder man findet jemanden zum Beispiel in der Community. Im Feierabend-Discord-Link ist unten drunter. Da gibt es zum Beispiel den Bereich für die Kunstköderherstellung. Wenn man da mal nett anfragt, ob die Personen, die sich da eingetragen haben, gerade Zeit und Lust haben, Kunstköder herzustellen, im Tausch gegen die Materialien. Eine Liste der ganzen Materialien ist auch vorrätig. Dann guckt man einfach mal, was man benötigt oder was die Person benötigt. Und die stellen euch das dann in der Regel auch ganz gerne her.
So, jetzt gucken wir mal, was hier drauf ist. Das ist doch schon ganz nett. Setup gehen wir natürlich gleich, also das zeige ich gleich, wie das aufgebaut ist. Ich bin gar nicht so klein hier unterwegs. Und da unten leuchtet es auch schon so ein bisschen durch, jawohl. Der heimliche König vom Kuori. Der Seesaibling Kuorski. Bam, Alter. Mega geiles Ding. Super geile Färbung. Viel zu selten. Und richtig gut Kohle. Mega. Sehr, sehr, sehr gut. Also direkt nochmal in die Richtung hier brettern. So ungefähr wollte ich ja gerade fahren. Wieder zurück. Raus mit dem Setup. Zack, auf entspannt. Mindestens 10 Meter, das reicht. Und dann raus damit. Dieses Setup ist ein bisschen, ja, wir können auch das hier einfach mal zeigen. 19 Kilo Schnur, beziehungsweise 19 Kilo Vorfach auch hier gerade. Und dann ist das hier dieser Köder. Ich habe hier einmal Puschelhaken drauf. Auf beiden anderen habe ich keinen Puschelhaken drauf. Jetzt haben wir das schon wieder dran. Und das ist auch ein bisschen anders dann wieder zusammengebaut. Zeigen wir mal eben dieses hier. Zack, 3 Kilo, schmeckt. 15 Kilo Vorfach. 15 Kilo würde ich sagen reicht. Ist eine ganz gute Stärke. 15 Kilo ist auch relativ hechtsicher schon. Das heißt, da muss schon so ein 6-7 Kilo Hecht vorbeikommen, damit er das durchbeißen kann. Ja, kann natürlich passieren, aber es ist relativ selten. Wenn ihr da ganz sicher gehen wollt, ganz sicher geht es eigentlich nicht oder halt nur mit Stahl, aber dann fängt man hier auch keine Saiblinge mehr mit Stahl. Das ist halt eigentlich keine ganz so eine gute Idee, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass da noch sowas reingeht. Wir wollen ja hier alles mitnehmen. Das heißt Fluorocarbon, ich sag mal so ab 27 Kilo plus, das wird dann schon so einigermaßen sicher. Aber wie gesagt, die Chance besteht immer noch, dass man durchgebissen werden kann. So, jetzt sind wir hier an dieser Kreuzung. Ich bretter nochmal weiter rechts rum. So, jawohl. Einmal hier in diesen Bereich lang und dann geht es hier gleich nochmal links weiter rum. Also diese Area jetzt hier gleich nochmal ein bisschen abfrühstücken. Ich brette einfach nochmal ein bisschen los. Sollte hier gleich nochmal ein bisschen was Großes reingehen, dann schalten wir einfach nochmal rein. Bevor ich jetzt hier rumbretter, mir ist ja eingefallen, ich wollte ja noch ein bisschen die Stationäre zeigen. Geil, Barsch. War hier noch was dran auf der anderen? Ja, irgendwas Kleines auch. Also, was man natürlich machen kann mit einem Setup, Barsche fangen. Das ist immer das Allerbeste. Jetzt stehen wir hier, könnte doch schon fast passen. Und ich nehme einfach mal das Setup und werfe dann mit einer Rute halt hier raus. An so einem Loch, an so Kanten am besten. Und dann muss man eben versuchen, hier ins Jiggen oder Gieren reinzukommen. Oder ins Twitchen heißt es hier beim Wobbler. Dass man da eben immer schon eine schöne Twitch-Bewegung schafft, hinkriegt. Das ist ein bisschen schwierig, gerade mit diesen Ködern, die eben nicht auftauchend sind. Da muss man wirklich dann kurbeln und mit der rechten Maustaste auch noch mal ein bisschen lang ziehen. Ne? Also ganz so einfach ist es nicht. Aber da muss man halt auch einfach ein bisschen üben. Am besten so ein bisschen zur Seite und ein bisschen nach oben. Und dann dreht man kann das auch konstant durchleiern. Machen wir mal 15, testen wir mal auf dem Tempo. Das ist noch zu schnell. Ich würde noch mal ein bisschen langsamer gehen. Was man dann sieht, dass die Schnur immer so ein bisschen durchleiert. Die fällt so ein bisschen runter. Vielleicht ein Zoom zu viel. Dass die immer so ein bisschen locker wird. Das ist schon mal ganz gut. Ich gehe sogar noch mal langsamer dran. Und dann leiern wir hier einfach nochmal durch. So, zack, raus damit, soweit es irgendwie geht. Dann so eine leicht in den Winkel, bisschen nach oben und dann langsam durchleiern. Zack, und dann kommt diese Bewegung. Zack. Und dann geht das los. Sind wir jetzt zu langsam? Ne, da kommen wir jetzt rein. Der muss halt erstmal auch absinken, der Köder. Und dann kommen wir halt so in das Twitchen. Das ist die klassische, traditionelle Methode sozusagen. So habe ich das
anno muftig vor 5, 6, keine Ahnung, vor 5 Jahren oder was irgendwie gezeigt bekommen, gelernt sozusagen. So macht man das im Game. Ja, irgendwann war es halt geiler, dann einfach mit maximaler Geschwindigkeit. Je nach Köder geht das halt auch, ne? Andere Möglichkeit während der Fahrt beim Schleppen, auch da kann man das machen. Die aktive Route, die dritte Route sozusagen, die dann auch einfach zwischendurch aktiv zu führen. Das heißt, auch da zwischendurch mal so ein bisschen zu kurbeln. Kann ich auch gleich nochmal eben zeigen, wenn ich dann hier wieder in Fahrt bin. Aber so ungefähr klappt das dann eben auch mit einer Route. Das kann man auch vom Land aus machen. Da müsst ihr natürlich schauen, dass ihr eine Route habt, die ein passendes Wurfgewicht hat, dass ihr diese Köder dann auch weit genug rauskriegt. Ja. So, wenn dann natürlich hier an der Stelle sowas reinballert und das hier nicht so ganz sexy scheint, dann fährt man natürlich weiter und sucht sich eine andere Stelle. Es gibt immer wieder Stellen, ich hatte das zuletzt, doch hier, eigentlich doch relativ nah hier, genau in diesem Bereich, habe hier so lang geworfen an der Kante, beziehungsweise auch hier in diesen Bereichen. Ich glaube, ich stand hier drauf. Genau, ich glaube, ich stand hier drauf, habe hier einmal ja, eigentlich der gesamten Linie entlang geworfen. Mit Blinkern kann man das natürlich auch machen. Das heißt, auch hier, wenn man mit nur einer Route unterwegs ist, man hat vielleicht nur ein Setup, dann auch durchaus mal mit einem Blinker einfach hier unterwegs sein. Wenn gerade zurzeit gelb funktioniert, und es scheint ja zu funktionieren, dann einfach mal was Längliches, sowas wie zum Beispiel einen Hunter-Blinker. Da gibt es verschiedene Variationen eben auch in gelb, die dann einfach mal testen, ob die nicht auch funktionieren. Wir können ja mal eben kurz gucken. Hunter. Und dann nehmen wir hier die 1er-Serie, das ist so die populäre. Hunter-Serie 1. Und ich glaube, ne, das sind die ganz großen. Ich glaube, ich nehme einfach mal den hier. Ja, das ist so richtig schön gelb. Hakengröße 3,0, gar nicht mal so klein. Ja, aber ist ja auch ein großes Blech. Und dann werfen wir mal so in diese Richtung hier. Ihr seht, aufgrund des Gewichts fliegen die halt schon richtig schön weit. Und dann können wir durchleiern. 4, 5 und dann machen wir eine kurze Pause. 2, 3 und weiter. 1, 2 und dann wieder. Gib ihm 4, 5. Wieder eine kurze Pause und dann kommt hier Stop-and-Go-Führung. Auch immer wieder gut. Habe ich ein bisschen zu lang gewartet. Das Ganze, es gibt ein elendig langes How-to-Spinning und so weiter Tutorial. Da wird jede verschiedene, also jede Führungsmethode für Spinning, der ultimative Spinning Guide. Einfach mal gucken auf dem Kanal oder ich verlinke den am besten auch nochmal. Wird alles erklärt, vom Jiggen zu Vecchi und so weiter und so weiter. Das Ganze wird aber auch nochmal, da gibt es nochmal eine einzelne Serie, auch die kann ich nochmal verlinken, zu den verschiedenen Methoden, einfach nochmal im Detail. Gerade hier am Koori kann auch mal so ein schnelles und dann richtig locker lassen der Schnur und runterfallen lassen des Köders, kann halt auch nochmal richtig triggern. Ranziehen und dann einfach so abstürzen lassen. Hier allerdings die Gefahr, dass die Hechte getriggert werden. Das mögen wohl die Hechte auch ganz gerne. Und da hat man gerne mal Hechte dran. Wir haben jetzt hier, glaube ich, den... sieht man ihn? Ja, nicht so ganz, aber fast sieht man ihn. So. Ach, jetzt blendet die Sonne. Also, dass die Köder quasi so richtig so runterstürzen. Gerade der Hunter, der kippt halt tatsächlich so kopfüber runter. Und das triggert tatsächlich gerne mal hier die Brocken. So, ich schleppe jetzt hier erstmal ein bisschen weiter, bevor mein Bootsticket hier ausläuft. Und dann sehen wir mal, was hier noch passiert. Ja, genau, das hier ist das Aktive jetzt hier auf der dritten Route. Das heißt, ich bretter jetzt hier einfach gerade lang und mache einfach zwischendurch mit Shift und Einholgeschwindigkeit 50. So eine kleine Drehbewegung, reicht eine ganz kleine nur, halbe Kurbel sozusagen. Und zack, ihr seht, wir kommen da ins Twitchen. Man sieht es auch da immer wieder an der Schnur. Die geht schön runter, zack und zack. Und dadurch lübt das dann eben auch mit dem Twitchen immer wieder. Und dann zwischendurch auch einfach mal hier aufmachen. Das heißt einfach mal die Enter-Taste, dann geht der Bügel wieder auf.
Und dann zwischendurch ein bisschen wegtreiben lassen. Zack, wieder zumachen. Auch das kann schon mal wieder triggern. Das heißt, der Kühler steht dann da auf einmal und auf zack, wenn man wieder zumacht, hat er dann wieder Action. Auch das triggert gerne mal. So, Endspurt so langsam. Es wird langsam dunkel. Es ist die ganze Zeit richtig schön kühl. Auch das Wetter ist natürlich immer wieder wichtig hier. Das heißt, ich gehe in der Regel nur zum Koori, wenn wir es mindestens 11 Grad oder kühler haben. Gerne halt kühler. Und jetzt haben wir hier die ganze Zeit, ja, so um die 10 bis jetzt gerade sogar nur noch 7,8 Grad. Also richtig schön kühl gerade. Und ich bretter hier die verschiedensten Linien gerade ab. Hier in dem Bereich gerade noch gut gefangen. Gerade auch noch eine schöne Regenbogenforelle auch noch reingegangen. Richtig gut hier. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Gerade mit dem Gewicht in Richtung 5 Kilo. Da schmeckt das natürlich auch schon wieder richtig. Gerne mehr davon. Ja, im Großen und Ganzen sind es gar nicht mal so viele Barsche. Ich finde, das ist auch voll okay. 6 kleine Barsche auf den ganzen Kescher passt. Ein Koorski leider halt nur. Und ansonsten eben ja, jede Menge Seesaiblinge und Seeforellen. Eine kleine Seewann ist auch noch mit reingegangen. Ja, das passt soweit. Wir gucken natürlich gleich nochmal rein in den Kescher, was das denn jetzt so gebracht hat. So, das Bootsticket ist durch. Wir gucken natürlich mal eben kurz rein, wie es hier aussieht. Keiner der Kandidaten aus dem Kescher ist im Café. Heißt also, wir verkaufen ganz normal das Ganze jetzt. So, da ist der Fischmarkt. Mal eben nach Preisen sortieren. Und dann sehen wir natürlich schon hier die Premium-Kandidaten. Koorski und Regenbogenforelle. Schmeckt natürlich richtig. Aber auch Seesaibling immer wieder ganz gut. Also im Großen und Ganzen jetzt hier nach einer Stunde 270 Tacken. Kann man machen, wenn man sogar noch ein bisschen mehr durchzieht und nicht so viel Pause macht zwischendurch und Sachen erklärt, dann lübt das wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser. Beste Position gerade, gucken wir nochmal eben kurz auf die Map. Tatsächlich hier oben der Bereich war sehr spannend. Also auch das wohl hier eine Linie, die man durchaus mal durchfahren kann. Und auch hier so diese Linie, auch das war gar nicht so schlecht. Hier so die meisten Einschläge hier in dem Bereich. Aber auch hier in dem Bereich, gerade auch mit der Seewarnforelle und den Regenbogenforellen. Also heiße Area, speziell hier in dem Bereich. Heißt also ran ans Wasser. So, ran ans Wasser und rausziehen. Allerdings relativ fein, nicht vergessen, relativ feines Vorfach. Kühles Wetter, auch wichtig. Und dann am besten verschiedene Hakengrößen testen. Auch da nicht zu gewaltig dran gehen. Heißt also von einem Einer-Haken bis hin zum, ich sag mal, vielleicht 2 Nuller-Haken reicht das komplett. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.